An der Frontseite des Museums werden die Fassadensteine schon seit einigen Wochen montiert. In der Sonne kann man schon erahnen, wie hell die Fassade nach der Fertigstellung erstrahlen wird. Das ist ein Grund, warum sich Architekt Maki und Reinhard Ernst für diesen speziellen Granit entschieden haben. Granit war von Anfang an unser Favorit. Weißer Granit war schwierig, weil wir nur im Endeffekt 2 Granite gefunden haben, die unseren Ansprüchen an das Helle genügt. Es war zum einen ein brasilianischer Granit, der auch beim Aga Khan Museum in Toronto verwandt wurde. Und zum zweiten Bethel White, also der aus Vermont kommt, aus Bethel, der noch etwas heller ist und im Licht noch weitaus schöner aussieht. Wegen der Lage im Norden der USA, in den Green Mountains, wo es im Winter sehr kalt ist, kann der Stein nur an 5 Monaten im Jahr abgebaut werden. Schon 1,5 Jahre vor dem Anbringen der Fassadensteine haben Geologen der Firma Hofmann aus Werbach-Gamburg die Rohlinge vor Ort ausgewählt. 49 Blöcke, 320 Kubikmeter Granit, über 1000 Tonnen schwer. Reinhard Ernst und Johannes Georg Hofmann von der Firma Hofmann Naturstein verschaffen sich einen ersten Eindruck von den Fassadenplatten, die an der Außenseite angebracht wurden. Bis hierhin war es eine enorme Herausforderung wegen des 5-wöchigen Lieferweges von den USA über Werbach-Gamburg, wo die Blöcke bearbeitet wurden, bis nach Wiesbaden. Vom Hafen in den USA dauert es 5 Wochen zu uns in die Produktionswerke und er wird mit dem Schiff und mit dem Binnenschiff geliefert. Auch die nahe Lage zu den Häfen in den USA ist ideal, weil der CO2-Fußabdruck bei einem Schiffstransport wesentlich niedriger ist als bei einem Lkw-Transport. Und wie soll man sagen, die Natur hat uns vor 400 Millionen Jahren diesen Stein geschenkt. Wir müssen lediglich zum Transport und zur Formatierung noch Energie aufwenden und die ist sehr gering. Also selbst wenn man das mit reinnimmt, Amerika, Transportdistanz, schneidet das noch besser ab als Ziegelstein, als andere gängige Fassadenmaterialien. Die ersten Platten wurden allerdings nicht an der Außenseite montiert, sondern an den Wänden im Atrium des Museums. Einen wirklichen Eindruck kann man natürlich erst gewinnen, wenn die Gerüste wieder abgebaut sind. Mindestens 2 Monteure werden benötigt, um die schweren Granitplatten in Position zu bringen. Genauigkeit geht hier vor Schnelligkeit. Der Bauherr Herr Ernst und auch die Architekten Maki aus Japan sind sehr anspruchsvoll in ihren Qualitätsanforderungen, in der Präzision, wie gebaut werden soll. Und auf diesem Feld sind wir Marktführer, was den Maßanzug aus Stein angeht. Unsere Philosophie ist, dass wir von Anfang an aus dem Block bis zur fertigen Montage das Produkt anbieten und dadurch eben auch die geforderte Präzision und Termintreue gewährleisten können. Von Anfang an, wenn die Blöcke in sogenannte Rohtafeln zerschnitten werden, muss mit millimetergenauer Präzision gearbeitet werden. Eine Multiseilsäge mit 62 Seilen, die mit Industriediamanten belegt sind, durchtrennen die Blöcke in einzelne Rohtafeln. Danach kommt die Multifräse zum Einsatz. Die Multifräse macht den Zuschnitt, also es ist eine sogenannte Tab-Fräse. Das ist eine Mehrblattsäge, die dann die Rohtafel in Fassadenplatten schneidet, sodass dann der verschnittoptimierte Zuschnitt erfolgt, sodass auch möglichst wenig Material weggeschmissen wird. Eine wichtige Frage ist, wie die Oberflächen der Platten bearbeitet werden sollen. Aufgeraut, wie hier, oder glatt geschliffen. Wir konnten uns die Platten vor Ort ansehen und haben dann dort auch entschieden, wie wir die Oberfläche bearbeiten. Dass wir beispielsweise die Oberfläche nicht schleifen wie üblich, sondern stocken. Das heißt, sie wird leicht aufgeraut, damit wird sie in der Sonne noch heller und sie ist unempfindlicher gegen Staub und Dreck. Um an den vielen Ecken des Gebäudes die Steine nicht verfugen zu müssen, werden sie mit einer speziellen Maschine in diese Form gebracht. Ja, die Konturseilsäge, das ist die Besonderheit an diesem Projekt. Wir haben hier massive Ecken. Der Bauherr und der Architekt wollten keine Fugen ansehen, sondern wirklich monolithisch massive Ecken haben. Und hier schneiden wir aus dem Block die Hakensteine heraus, um diese monolithischen Ecken herzustellen. Mittlerweile geht das Anbringen der Platten zügig voran. In einem weiteren Arbeitsschritt werden die Fassadensteine verfugt. Erst ganz zum Schluss werden die Platten auch noch imprägniert, damit der Granit langfristig geschützt bleibt. Das triste graue Betonkleid an der Rheinstraße gehört bald der Vergangenheit an. Dann erstrahlt das ganze Museum in seinem typischen Weißton.